Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wir freuen uns, euch heute wieder tolle Stoffe zu präsentieren. Heute zeigen wir euch unsere Herbstmesse-Kollektion und viele von euch kennen ja das Prozedere. Also wir haben wieder tolle Designs, tolle Stoffe ausgesucht und haben dann wieder tolle Modelle dazu. Die zeigen wir uns nach und nach, sagen auch immer noch mal die Liefertermine dazu. Also die meisten Artikel sind direkt verfügbar. Also wenn wir nichts dazu sagen, werden sie direkt ausgeliefert und ein paar Artikel gibt es, die sind zu Vororder. Bestellbar sind alle Artikel, die wir euch gleich zeigen, ab dem 16.08. Das ist ein Freitag, ab 9 Uhr morgens. Genau, dauert immer ein bisschen, bis alles hochgeladen ist, aber circa 9 Uhr geht's los und sind dann, solange Vorrat reicht, also das gilt für die lagernden Artikel und die Vororderartikel, die wir nochmal explizit immer dazu sagen, die sind bis zum 25. August bestellbar bis zu einem Sonntag. Genau, dass Sie auch also selbst eine Vororder machen können. Genau, gute 10 Tage und ja. Ja, wir Dann starten einfach. Reden wir nicht so viel und starten direkt mit den ersten Artikeln. Ja, wir starten mit der Cherry Picking Bag. Da haben wir wieder 2 verschiedene Paneele mit jeweils 2 Taschen. Hier kann man schon auf dem Bild erkennen, was es sein wird. Das zeigen wir aber gleich nochmal vorne in der Kamera besser. Hier haben wir den Liefertermin November. Die Panelhöhe ist 1 Meter und das ist auch eine Vororder, also bis zum 25.08. bestellbar und es ist wieder auf Canvas. Dann zeige ich noch einmal die zweite Tasche. Genau, dann können Sie ja auch einmal die Farbnummer sehen. Und wir zeigen jetzt einmal vorne die schönen Taschen. Genau, ich bin bereit. Genau, und zwar einmal diese beiden, die sind auf einem Panel. Genau, einmal mit dem Popcorn. Wie man das dann kombiniert, das kann man dann ja immer noch, oder kann man sich selbst noch überlegen. Und genau, Pauline zeigt es dann nochmal. Also aus diesem Panel kann man tatsächlich dann diese beiden Taschen machen. Und genau, da gibt es zum Beispiel hier innen drin die Möglichkeit, die Brillentasche, also die Brille dann da rein zu tun. Dann gibt es nochmal die normale Innentasche, für so Sachen, die man halt da rein tun möchte. Hier innen drin ist es jetzt mit dem Rex Kunstleder kombiniert. Kann man aber natürlich auch den Banyan nehmen, also diesen Kurzsamen, oder auch unseren Kelvin, den einfarbigen Canvas. Genau, das ist einmal die Variante. Genau, und dann hier einmal die zweite Variante mit der Disco-Kugel und dem schwarzen Leo im Hintergrund. Genau, das Karo werdet ihr gleich auch nochmal entdecken. Spontan nochmal, aber das ist selber gleich. Genau, hier auch nochmal kombiniert mit dem Kunstleder Rex. Ja, kann man wieder super eine Vororder von machen. Haben wir letztes Mal im August schon sehr, sehr gut verkauft. Da konnte man es hier vor Ort noch nähen im Workshop und da war das der Hausmessestoff, also der Renner. Genau, und halt auch ein tolles Kursthema, ja. Relativ schnell gemacht und man hat halt aus einem Panel 2 Taschen. 2 Taschen, genau. Ja. Und man kann natürlich auch super wieder schöne Pakete schnüren für die Kunden. Genau. Schönes Gurtband dazu, genau. Ja. Schönes Kunstleder oder ein Canvas. Und dann kann man das wieder schön schnüren für die Kunden. Ja. Ja, machen wir weiter. Machen wir weiter. Ein weiterer Artikel von Anke, also von Cherry Picking, und zwar das Beauty Kit ist wieder da in 2 neuen Varianten. Und zwar einmal hier die Flieder-Variante. Wir zeigen gleich auch nochmal, was aus dem Beauty Kit entstehen kann. Und einmal die dunklere Variante. Das ist ein Baumwoll-Jersey, ist ebenfalls ein Vororder-Artikel und dann bis zum 25.08. bestellbar und der wird dann im Laufe des Oktobers ausgeliefert. So. Ich bereite schon mal vor. Sehr gut, das sieht schon mal gut aus. Genau, und zwar einmal fangen wir an mit der Flieder-Variante. Einmal hier das Beauty Kit. Hier jetzt innen drin kombiniert mit unserem Nelson, mit dem Waffelpiqué. Man kann aber auch alles mit einem Frotté zum Beispiel kombinieren. Genau, hier nochmal die andere Seite. Die Tasche ist jetzt mit dem Reißverschluss. Dann hier einmal die Socken. Wie gesagt, alles in dem Panel enthalten.
dann das Haarband oder die Haarbänder, sind ja 2 Stück. Dann einmal das Seifentäschchen. Hier ebenfalls innen drin mit dem Waffelpiqué kombiniert. Und einmal die Abschminkdrops. Genau, sind 7 verschiedene oder 7 Stück. Und hier jetzt die Rückseite ist zum Beispiel jetzt ein Frottee. Kann man aber, wie gesagt, auch wieder den Waffelpiqué nehmen. Und dann kommen wir einmal zu der dunklen Variante. Hier wieder der Waffelpiqué, hier jetzt in einem Ockerton, passt perfekt, aber man könnte auch Blautöne, Aubergine und so weiter dazu kombinieren. Dann die Socken. Die Haarbänder. Man kann es natürlich auch wieder super als Weihnachtsgeschenk Genau, ja. zum Verschenken für Geburtstage, Weihnachten, wenn man das fertig genäht hat und ein schönes Körbchen packt als Präsentkorb, ist das nämlich total toll. Als Weihnachtsgeschenk für jemanden, der sich nichts wünscht. Genau. Ist eine coole Sache und nachhaltig. Man kann auch die Abschminkpads, die kann man halt wieder waschen, ist klar. Genau, ein Panel ist 50 cm hoch. Genau, einmal das Seifentäschchen. Ja, die schönen Details. Genau. Und die Abschminkdrops. Ja, jetzt kommen wir zu deinen... Was ich schon leicht angedeutet habe. Ganz so ganz leicht, genau. Ja, das ist ganz frisch und da heute Morgen in der Besprechung hatten wir diese schöne Serie von Cherry Picking auf dem Tisch liegen und haben uns dazu entschieden, Ihnen die auch zur Hausmesse zu präsentieren. Eine Canvas-Serie, der Artikelname ist Happy Canvas Story. Wir haben leider noch keine Farbnummern, weil es wirklich ganz frisch ist, aber man muss sowieso alle nehmen. Also von daher brauchen wir die Farbnummer gar nicht. Ja, genau, eigentlich genau. Wenn Sie auf alle Varianten klicken, dann bekommen Sie alle. Aber das ist, ich glaube, wir haben es schon mal erzählt, das sind ja jeden Freitag gibt es ja die Besprechung und ich bin ja im Außendienst, dann nimmt jeder Außendienstler, wenn er irgendwie Hausaufgaben von den Kunden mitbekommen hat, nimmt er die mit und gibt das dann oder spricht es dann auch an, was gut ist, was wir verfolgen sollten, was vielleicht mal nicht so gut ist und das wird dann da besprochen, um Lösungen zu finden und ich rede schon wieder zu viel. Immer da. Nein, aber da auf jeden Fall, weil die Andrucke sind heute gekommen und wir haben dann entschieden oder haben überlegt, zu welchem Zeitpunkt bringen wir das und da kann was im Moment sowieso ganz gut geht, haben wir gesagt, das muss noch mit zur Hausmesse und deswegen sind das wirklich diese Abschläge, diese Andrucke, die wir immer bekommen und deswegen gibt es noch keine Musterlaschen und auch noch keine Farbnummern, aber das ist das gute Material. Das ist das gute Material, das Einzige, was wir im Moment haben und das ist das Schöne, wenn es dann auch so läuft, dass wir es auch noch so kurzfristig dann umsetzen können und genau. So, ich habe genug geredet. Wir starten mit dem Dackeldesign in 3 Farben. Ein schöner Aprikoton, Flieder und Anthrazit. Auch wieder diese schöne, weiche Canvas-Qualität. Genau, dann einmal die Schreibmaschine, gibt es in 2 Farbvarianten. Einmal mit dem Karo hier im Hintergrund, das gibt es gleich auch nochmal, oder kommt jetzt gleich, Pauline hat schon in der Hand. Hier einmal Anthrazit im Hintergrund und einmal das helle Türkis. So, und hier haben wir einmal die Karo. Senf mit Flieder, dann dieses wunderschöne Mint, das erinnert einen total an Sommer, Eisbonbons mit Rosa, Flieder mit Türkis und Anthrazit mit Flieder. Wer kennt die nicht, den alten Kaugummiautomaten? Genau, ebenfalls wieder mit den Karos im Hintergrund und zwar einmal auf Anthrazit und einmal auf dem Senfton und die, wie gesagt, hat Pauline ja gerade gezeigt, also da könnt ihr auch wirklich immer kombinieren, es gibt dann die Hintergrund, also diese Karos dann auch einzeln. Und einmal die Rollschuhe in Senf, Mint und Flieder. Finde ich auch super süß für Kindergartenrucksäcke. Die Rollschuhe finde ich total toll. Total. Auch irgendwo als Applikation auf, auch wenn man auf Hoodie und so weiter, Jacken hier an den Ärmeln und also das ist ja, auch der Canvas wird ja mittlerweile, es ist ja nicht nur ein Taschenstoff, er wird ja mittlerweile auch für Hosen, Applikationen und so weiter, Patches, für ganz viele Möglichkeiten oder
sehr einsatzfähig. Röcke mit einem Gummizug drin, also da kann man wirklich, also ich finde es auch total schön, vor allen Dingen, dass man auch alle so ein bisschen kombinieren kann untereinander. Genau. Man kann aber auch Taschen daraus machen und dann kann man den auch sehr gut mit diesem Artikel kombinieren. Und zwar der Artikel Parma ist oder kommt aus der Polsterindustrie, ist hat auch so ein Velour wie den Artikel Vanya, den wir im Standardsortiment haben, diesen Kurzsamt, und ist halt ein anderes Muster, aber wie gesagt auch diese Velour-Optik gibt es dann in unterschiedlichen Farben, und zwar in dem Naturton, in diesem zarten Rosa, Mokka, in diesem Senf, dunkelgrün, Salbei, dunkelblau und grau. Und das Tolle ist, dass er auch wieder den Steuerungsgrad hat von 100.000, also Martidel 100.000, also ist sehr robust. Genau, Pauline zeigt euch mal einen coolen Rucksack. Ja, hier haben wir einen sehr, sehr coolen Rucksack. Und auch eine sehr schöne Farbkombi, dieses zarte Rosa mit diesem schönen Mittelgrau. Und hier im Hintergrund sieht man natürlich dieses wunderschöne Hundekissen. Oh, ich bin gar nicht so wild. Also, wunderschöne Hundekissen. Ja, sehr groß, also auch für große Hunde. Es ist robust, auch wenn die Hunde mal kratzen oder für Katzenkratzbäume zum Beziehen. Also man kann da wirklich alles mitmachen und die Farben auch untereinander super kombinieren, wie man hier sehen kann. Ja, auch das sieht von der Farbkombi sehr, sehr gut aus, ne? Mit dem Sauber und mit dem Dunkelgrün. Was man natürlich auch machen kann, den mit der The Happy Canvas Story kombinieren, mit den Senftönen. Ja. Da kann man dann auch ein bisschen mitspielen, wenn man dann eher Ton und Ton bleiben möchte. Oder man kann Parma auch mit dem nächsten. Mit dem nächsten Artikel schon wieder. Wir haben immer so einen laufenden, das ist Wahnsinn, geht ineinander über, ne? Ja, das ist eine ganz neue Designerin. Da freuen wir uns sehr drüber. Das ist Mjo Design. Haben wir zur Hausmesse als Vororder zur Auslieferung im November, also bis zum 25.08. können Sie den vorbestellen bei uns. Eine Canvas-Serie The Garden Stories. Ich starte einmal mit diesen niedlichen Vögelchen auf hellgrau und Senf. Dann haben wir ein florales Muster auf Flieder und Senf. Hier eher so in gedeckteren Tönen auf einem zarten Rosa, Türkis oder Nachtblau. Und hier das Design in 2 Farben auf Altrosa mit Petrol, Flieder und Beeretönen und ein Grauton mit Rot und Petroltönen. Und wir haben sehr, sehr viele Taschen bekommen zum Zeigen. Da muss man auch mal ein großes Dankeschön sagen. Das war alles auch ein bisschen sehr kurzfristig und wir hatten auch nicht viel zum Vernähen und was daraus entstanden ist. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Das ist echt der Wahnsinn, was da bei uns angekommen ist und dass wir das zeigen dürfen. Vielen, vielen Dank. Total, und ja auch so ein paar kleinere Sachen. Also es wird auch, glaube ich, jeder Zentimeter verarbeitet. Und genau, wir zeigen jetzt mal so nach und nach die Modelle. Pauline hat ja die Designs gerade schon erklärt, und jetzt kann man wirklich, ob es jetzt mit unserem Rex Kunstleder oder auch hier zum Beispiel mit dem Vanya, mit dem Samtkord, da passen wirklich wahnsinnig viele Töne, die man untereinander kombinieren kann. Hier innen drin auch mit unserer baumwollwebbare Heide. Also man kann wirklich sind wirklich tolle Modelle, wie Pauline es gerade schon gesagt hat, sind daraus entstanden. Und ich finde, die Designs, die wirken auch einzeln einfach schon. Ob man jetzt die so hier kombiniert oder jetzt die also ganze Tasche aus dem Stoff macht, man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja, wir können mal ein paar zeigen, was wir hier alles haben. Schöne Umhängetaschen. Hier so ein bisschen schlichter gehalten. Finde ich auch super schön. Oder hier mit Rex in Pink. Und da kann man auch wieder, finde ich, wunderbar so eine schöne Pakete schnüren, weil da passen so viele schöne Farben dazu. Ja, die Gurtband dazu und ein bisschen Kunstleder und so weiter. Genau, so schön. Karabiner. Schöne Karabiner, genau. Ja. Das muss ich auch unbedingt noch zeigen. Ja, eigentlich muss ja alles gezeigt werden. Hier haben wir so eine schöne Bauchtasche
mit passendem Täschchen. Und wenn die Sonne zu doll scheint, kann man sich auch diese schöne Sonnenmütze, Schirmchen und dann auch mit unserem Rex Metallic Kunstleder. Also ich finde diese Kombi super schön, wenn man die passende Tasche hat, den passenden Kopfschmuck und dann noch das passende Portemonnaie aus der Tasche holt. Das ist ja, besser geht's nicht. Ist so. Genau, hier einmal den Rucksack, hier an der Seite wieder mit dem Rex kombiniert. Wieder Ja, mach ruhig. eine ich habe gedacht, du hast das schon gezeigt. Ein Kissen finde ich auch super schön für den Garten, die ganze Serie. Da kann man sich super schöne Kissen machen für die Sessel, die man im Garten hat, Genau. für die Liegen, neue Bezüge. Ja, und es ist dann eben nicht nur Tasche oder Portemonnaie und so weiter, sondern man kann auch wirklich, ob es dann Mützen sind, ob es dann wieder Patches sind und so weiter. Hosen werden letztendlich auch aus dem Canvas gemacht, die werden auch aus dem Kelvin, aus dem Uni-Canvas, den wir im Programm haben, gemacht. Also, und das ist ja die gleiche Grundware. Also wahnsinnig viele Möglichkeiten und der ist dann, wie gesagt, auch bis zum 25. bestellbar und dann ist dann wie der neue von Cherry Picking wird dann im November ausgeliefert. Ja, das ist eine richtig schöne Serie. Total, ja. Und gerade Canvas ist ja das auch, was so Home Decoration, da wird ja schon noch einiges gemacht und es kommt ja wieder zurück. Ja. Viele nähen Taschen, Rucksäcke. Genau. Ja, und das ist eine Und richtig Tasche schöne braucht man ja Serie. nicht nur eine. Habe ich gehört. Dazu sage ich nichts. So, dann machen wir weiter mit dem Artikel Bodo. Und zwar ist es eine Baumwollwebware mit Waldtieren. Den haben sich tatsächlich auch so einige Kunden wieder gewünscht und deswegen gibt es den jetzt in 5 Farbstellungen. Und zwar einmal auf naturfarbenem Untergrund, Grau, Salbei, Jeansblau und ein ganz tief dunkelblau. Baumwollwebware Rose. Eine sehr schöne Baumwollserie. Abgestimmt. Hier haben wir ein Rosendesign auf dunkelblau. Dann etwas kleiner die Rosen. Die passenden Punkte. Und die Streifen kann man wunderbar alle miteinander kombinieren. Und wie man hier auf dem Bild schon erkennen kann, haben wir da so ein ganz wunderschönes Nestchen. Das zeigen wir einmal. Bin schon unterwegs. Genau, einmal hier die Rückseite, Waffelpiquet Nelson, dann einmal den Streifen. Ja, und die passende Matratze dazu. Genau, Also, mit dem Blümchen. ja, finde Ja. ich auch total schön. Auch zum Verschenken. Total. Und die Baumwolle, ob es jetzt sowas hier ist oder auch für Kleidchen, Blusen, ja. Hemden und so weiter, ist ja unsere Dotti-Qualität. Die kennen ja auch viele von euch, also wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Innenfutter für Taschen und so weiter. Das ist schon sehr schön. Ich mag sowas ja auch mal in dunkel gehalten, finde ich es auch total schön. Ja, weil es edel aussieht. Ja. Ne? Ja. So, dann geht es weiter mit Artikel Ghost. Ist eine Halloween-Serie auf Baumwollwebware. Gibt es 4 unterschiedliche Designs. Einmal das große Design auf schwarzfarbenem Untergrund. Dann einmal die Kürbisse und die Spinne auf weiß. Dann die Kürbisse auf schwarz und die Gespenster auf schwarz. Und hier zeigt Pauline auch nochmal eine kleine Tasche. Haben wir eine kleine Tasche, wo man natürlich zur Halloween-Zeit die Süßigkeiten mit sammeln kann an den Haustüren. Ja, schöne Idee. Kann man natürlich aber auch Kostüme mitmachen. Und man kann ja natürlich damit rumgehen und dann ist da noch nicht so viel drin und hinten hat man dann den großen Rucksack. Den großen Rucksack, den man Und, genäht hat, ja. oder der große Bruder wartet dann oder die große Schwester wartet dann auf der Ecke. Und dann sieht das Kann man natürlich, die ist natürlich ausfüllen. clever, Ja. dass man noch nicht so viel bekommen hat. Und genau. Ja, und dann wird eine schöne Mandarine reingelegt. Genau. Genau, das ist natürlich nicht schlecht. Wir machen weiter mit Halloween. Wir haben hier unseren Feintös Spiderweb. Diesmal in 2 Farben. Einmal in Silberschwarz, also ein silbernes Netz auf schwarzem Feintüll und einmal rot. Und bei dem roten, wenn man den umdreht,
kann man damit auch noch super spielen, weil er von hinten auch silber ist. Also wer Rot nicht mag, da haben wir die silberne Variante. Und bei dem Roten könnte man auch noch mitspielen, weil er von hinten silber durchscheint. Und ich kann noch einmal zeigen, wie schön der glänzt. Also es ist total, kann man wunderbar mitspielen. Wir haben auch ein bisschen Deko-Inspiration für Halloween. Genau. Also das bist jetzt nicht du. Also nicht Nee. Hier einmal so geflochten, kann man wie gesagt auch, ja, dass man es nicht nur einzeln nimmt, sondern dass man es dann einmal so wirkt es ein bisschen kräftiger, einmal in dem Rot und einmal in dem Schwarz-Silber und ja, ist eine coole. Ja, für Kostüme. Ja. Ja, wenn man auch nur die Hälfte nimmt von dem Tüll und das einmal schneidet, kann man da auch wunderbar einen Gürtel oder sowas zu so einem Kostüm mitmachen. Also ich finde es vielseitig einsetzbar. Ist so, ja. So, dann geht es weiter mit einem Baumwoll-Jersey, Artikel Jacke. Und zwar ist das ein Vororderartikel, wird im November ausgeliefert. Hier einmal weißgründig mit den unterschiedlichen Kartenzeichen, Herz, Karo, Pik und Kreuz. Dann einmal das Schachbrettmuster. Dann einmal den Streifen in schwarz-gelb, für die Biene zum Beispiel. Dann gibt es auch einen rot-weißen Streifen. Der Streifen ist jetzt etwas schmaler. Genau. Hier einmal, dass ihr seht, wie breit wir sind. Er sucht noch. Ja. Jetzt. War vielleicht zu viel Streifen. Ja. Wir machen die mal nach und nach, genau. Einmal der gelb-schwarze. Rot-weiß. Und einmal den Punkt in schwarz auf rot. Und wir kommen wieder zu einer neuen Designerin. Eda und Mo mit dem Jersey Pilzhausen haben wir in 3 verschiedenen Farben, A5 Designs. Ja, da freuen wir uns auch ganz besonders drüber. Ja, wir starten einfach mal mit dem Pilzhaus. Wie der Name es schon sagt, hier schauen die Waldtiere aus dem Pilzhaus raus. Hier haben wir einen Bären, einen Fuchs, Häschen, Rehe. Dann haben wir hier auf einem Salbeiton den Fuchs im Wald. Dann einmal die Pilze mit einem kleinen Vögelchen. Pilze mit feinen Streifen im Hintergrund, die nicht geradlinig sind. Sie sind immer ein bisschen durchbrochen, dass sie nicht so ganz gerade wirken. Und einmal Konfetti. Den finde ich auch ganz besonders schön für Kleider. Also ohne jetzt an Kinderstoffe zu denken, finde ich den auch für Männer und Damen finde ich den total tragbar für Kleider, T-Shirts. Mega schön und schöne Farben sind das. Schöne Farbkombi. Und hier haben wir ein Rotbraun. Wieder das schöne Pilzhaus mit den Waldtieren. Der Fuchs im Wald. Die Pilze mit dem Vögelchen. Pilze auf Streifen und einmal wieder das Konfetti-Design und der Klassiker dunkelblau darf auch nicht fehlen. Ja, eine sehr, sehr schöne Kinderserie. Absolut. So, weiter geht's mit einem Designerstoff. Baumwoll-Jersey, Artikel Hello Autumn von Sabine Marschall. Gibt es in 2 Farbstellungen und 2 Designs. Und zwar einmal den Igel mit dem Drachen in Grau. Und dann zum Kombinieren der graugrundige Drachen. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal in naturgrundig. Also einmal auf Natur.
und den Drachen passend dazu. Und dieses Design gibt es ebenfalls in 2 Farbstellungen. Das Eichhörnchen mit den Eicheln und den Blättern im Hintergrund, einmal auf einem Schilfton. Dann den Kombistoff dazu, die Eicheln auf Schilf. Und das gibt es ebenfalls auf naturfarbenem Untergrund. Einmal das Hauptmotiv und hier einmal die Eicheln dazu. Machen wir weiter mit Artikel Lima. Ein Baumwoll-Jersey zur sofortigen Lieferung. Und hier haben wir ein Dino-Design in 3 verschiedenen Farben. Einmal Naturweiß mit so ganz erdigen Tönen in einer Watercolor-Optik. Dann einmal wieder dieses schöne Braun. Und ein Petrolton. Und in dem Artikel Lima haben wir noch ein Dino-Design. Und hier kann man auch die Schriftzüge der verschiedenen Dinos sehen auf Naturweiß und einem schönen Tobton. Ja, hier haben wir 4 unterschiedliche Modelle. Also man kann ihn halt wirklich so als Hoodie einfach verarbeiten. Hier dann kombiniert mit einem Braunton. Auch da kann man natürlich viele andere Farben zu kombinieren. Aber die kann man natürlich auch sehr gut dann wieder im Herbst gemacht als Innenfutter für die ganzen Wald-Overalls. Genau, hier noch ein bisschen raffinierter gemacht mit den 2 unterschiedlichen Streifen nochmal in der Mitte. Und dann einmal das Kleid mit dem Dino auf dunkelbraun. So, weiter geht's mit einem Baumwoll-Jersey, Artikel Lüneburg. Genau, einmal ein Bauernhofdesign in 2 Farbstellungen. Und zwar einmal auf naturfarbenem Untergrund mit dem Trecker, den Bäumen und den Tieren. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal auf diesem Salbei. Und da zeigt Pauline euch jetzt nochmal ein Modell dazu. Ja, und passend zum Thema wurde eine kleine Latzhose genäht. Finde ich total süß. Passend mit dem Vanessa Melange in Terracotta. Ja, eine ganz süße Idee. Ja, vor einem Jahr durften wir das erste Mal Mrs. Mint Design präsentieren. Und jetzt haben wir wieder neue Designs zu unserer Hausmesse. Hat ja vor einem Jahr bei dem Designwettbewerb gewonnen und wir durften den Stoff dann produzieren, veröffentlichen und jetzt ist schon wieder, ich weiß gar nicht, der wievielte, also ist auf jeden Fall. Sie hat eine ganz tolle Serie zur letzten Hausmesse mit den Drachen, fantastische Zauberwelten. Landkind. Ja. Genau. Und jetzt haben wir Bruce and Friends. Ja. Bruce and Friends sind Fledermäuse. Das ist einmal Bruce mit seinen Friends im Hintergrund. Die Fledermaus auf Petrol und Khaki. Fledermaus mit Spinne. Wer keine Fledermaus mag, da haben wir natürlich auch den passenden Stoff und zwar nur mit der Spinne in Petrol und Khaki zur sofortigen Auslieferung, ein Baumwoll-Jersey und wer nur eine Fledermaus möchte, da haben wir hier die beiden Farben, einen Fliederton und einen Sandton. Und man kann hier aber auch wunderbar wieder Stoffe kombinieren. Wenn man ein Kostüm oder sowas macht und man sich Spiderweb da drüber legt und die Spinne blinzelt da dann ein bisschen so durch, finde ich auch richtig schön für Kostüme. Ja, hier haben wir 4 Modelle dazu und zwar ob man die jetzt einzeln nimmt, also wie hier bei der wiederverarbeitenden Fledermaus oder man kombiniert es dann halt, dass die Ärmel dann mit der Spinne sind, also da kann man wirklich variieren, wie man möchte, also er wirkt einzeln, man kann ihn aber auch wirklich, oder man nimmt das Grün jetzt komplett als Top und dann als Patches nur die Spinne oder die Fledermaus, also da kann man wirklich variieren und ja. Kann man machen, wie man möchte. Genau. So, Zungenbrecher. So, jetzt kommt ein French Terry, der Artikel Fantarktis. Gibt es in 2 Designs, kann man auch untereinander kombinieren. Und zwar einmal die Pinguine mit den Schneebällen. Genau, einmal hier auf einem ganz zartem Rosa. Dann einmal beim Taubenblau.
und einmal auf Natur. Dann kann man einmal perfekt diese dazu kombinieren. Man kann sie natürlich aber auch einzeln nehmen. Exakt dieselben Farbstellungen auf dem zarten Rosa, Taubenblau und Natur. Und hier zeige ich jetzt nochmal, wie perfekt die auch zueinander passen. Jetzt kommt Artikel Cozy und wie der Name schon sagt, ist er sehr kuschelig. Und zwar es ist ein Sweat und hier haben wir die kuschelige Rückseite. Einmal die Füchse auf Tannengrün und Dunkelblau. Ein Eukalyptus-Design auf einem Anthrazit-Untergrund. Eine Winterlandschaft in ganz dezenten Tönen. Finde ich auch super für die ganzen Christmas-Sweater. Und einmal die niedlichen Pinguine auf Weiß. Auch wieder in dieser schönen Watercolor-Optik. Und Matthias zeigt 2 Modelle. Genau, einmal die Pinguine, die Pauline gerade gezeigt hat, den hatten wir ähnlich schon mal auf Jersey. Da waren die Motive etwas größer, da kam er sehr gut an. Auch das war dann einfach ein Design, jetzt halt auf dem ganz kuscheligen Sweat. Und hier einmal das Eukalyptus-Design, kombiniert jetzt mit dem Eike-Sweat aus der Standard-Kollektion. Und da kann man natürlich auch mit den Grüntönen mixen, wie man möchte. So, dann geht es weiter mit Thorsten Berger, Artikel Xmas Vibes. Gibt es wieder Paneele. Hier kommen wir zum ersten, wir zeigen es aber gleich nochmal in groß. Und es gibt immer die passenden Kombimöglichkeiten oder die Kombistoffe dazu. Es sind 3 unterschiedliche Paneele. So, das war das erste. Dann hier einmal den Kombi dazu. Die Paneele sind wieder 85 cm, wie ihr es gewohnt seid. Einmal hier das Panel, das ist so ein bisschen winterlich. Gut, sagt der Name natürlich auch schon, aber mit einem Weihnachtsmann. Dann hier einmal der Kombistoff, den finde ich jetzt auch einzeln einfach sehr, sehr gut. Ja. Ne? Ein schöner Plot drauf. Ja. Und hier nochmal ein Panel. Lass es mal durchblinzeln. Scharf guckt schon mal. Genau, und dazu gibt es natürlich dann auch wieder einen passenden Kombistoff. Und Pauline zeigt mal die Modelle und ich komme gleich mit den Flaschen hinterher. Ja, hier kann man sehen, dass man das Motiv auch für Kinder benutzen kann, dass es überhaupt nicht zu groß ist. Hier wieder so einen schönen Hoodie mit Rot abgesetzt. Hier haben wir den niedlichen Hamster und natürlich das super coole Schaf, wo schöne Bescherung draufsteht. Genau, hier hat man einmal den Hamster. Das ist die Vorderseite. Dann gibt es noch eine Rückseite. Da ist auch noch eine am Naschen. Genau, und da gibt es diesen Sprenkelstoff gibt es dann auch einzeln dann dazu. Dann einmal den Weihnachtsmann, ho, ho, ho. Hier ist die Rückseite, geht dann mit dem so weiter und dann einmal an der Webkante entlang der Schriftzug ho, ho, ho. Kann man auch gut als in die Kapuze in die Mitte reinsetzen und so weiter. Also kann man auch Ärmel, genau. Und einmal das Schaf, schöne Bescherung. Und hier einmal die Rückseite. Und hier ist ein Fensterchen und wieder 85 cm die Panelhöhe. Und wir bleiben in der Weihnachtszeit. Hier haben wir was für die Home Decoration. Der Artikel Ivy zur sofortigen Lieferung. Und hier haben wir 4 verschiedene Weihnachtsdesigns, Winterdesigns. Einmal der Weihnachtsmann mit Rudolf dem Rentier. Dann einmal die Wichtel. Ein ganz klassisches Design mit Christbaumschmuck und Geschenken. Und die Tannenbäume. So, jetzt haben wir
einen Baumwoll-Jacquard mit Elastan, 98 Baumwolle, 2 Elastan. Gibt es in diesen 3 Designs und das Ganze gibt es dann in 5 Farbstellungen. Und zwar einmal dieses Glänzcheck Karo in einem Ockerton, dann einmal hier den Streifen und ein Chevron-Muster. Das Ganze gibt es dann auch in dunkelblau, wieder das Glänzcheck Karo, den Streifen und dieses kleine Chevron-Muster. Hier einmal in einem Salbeiton. Das Ganze gibt es dann auch in einem hellen Grau. Und einmal in diesem Altrosa. Und der Artikel wird im Laufe des Septembers ausgeliefert. Das ist der Artikel Denim und der Name verrät es schon. Er hat eine Jeans-Optik, ein French Terry zur sofortigen Auslieferung. Und hier kann man die schöne Struktur einmal sehen. Ich warte mal, bis die Kamera scharf stellt. Ja, hier einmal in dunkelrot, Khaki, Petrol, der Klassiker dunkelblau, hellgrau und Anthrazit. Ich zeige sie noch einmal alle im Überblick. Und Matthias zeigt 2 Modelle. Genau, hier haben wir das Oberteil mit dem Plot drauf. Das ist jetzt dunkelblauer Hintergrund. Oder einmal die Hose und der ist, finde ich, so universell. Also den kann man wirklich für Kinder, für Erwachsene, für Frauen, für Männer. Also ist auch so ein typischer Männerstoff, muss man auch einfach sagen, wo immer mal oder immer wieder nachgefragt wird. Aber einfach universell und diese Optik ist einfach das, was es dann ausmacht. Ne? Ja. Ob es für Hosen ist, ob es für Oberteile, für Hoodies, ja, sehr vielseitig. Total, ja. So, dann geht es weiter mit Artikel Manila. Manila ist ein Modal French Terry. Gibt es auch in unterschiedlichen Designs und dieses hier, dieses Floralisa mit den Zweigen und so weiter, einmal auf einem dunkleren Lila im Hintergrund. Dann einmal hier die angedeuteten Tulpenköpfe, die sind so ein bisschen so gesprenkelt auf schwarz. Und einmal das Ginkgo-Design, ebenfalls auf schwarz. Und ein Modell ist stehen geblieben und 2 neue sind dazu gekommen. Du siehst alles. Du siehst alles. Ist so. Hier haben wir einen Rollkragenpullover mit diesen schönen gerüschten Ärmelchen. Hier einmal passend zu dem Denim-Oberteil eine Hose mit den Tulpenköpfen, das so aussieht wie aufgesprüht, wie so eine Schablone, wo man rübergesprüht hat, ja. Wie es früher hieß. Ich auch diese Stifte, wo man reinpusten konnte. Ja, alles klar. Das gab es zu meinen Zeiten, gab es nicht, dann kam das wahrscheinlich zu deinen Zeiten. Jünger. Ist so. Ja, und hier haben wir einmal die Ginkgo-Sweatjacke. Bei mir gab es noch nichts mit Farbe. Und wie vorhin erwähnt, gab es natürlich auch dieses Jahr den Designwettbewerb von Kreativ selbst, der lieben Andrea. Und wir durften wieder den Gewinnerstoff produzieren. Und da freuen wir uns sehr. Und es ist dieses Jahr, hat gewonnen Made by Kolu. Und zwar mit diesem Design, was man hier vorne sieht. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir da direkt mit ihr eine ganze Serie draus gemacht haben. Und das ist eine Vorbestellung, wird im November ausgeliefert, ein Modal French Terry. Und wir starten einmal mit dem Gewinnerdesign. Sehr schön auf einem richtig schönen dunkelblau mit rosa und Lachstönen abgesetzt. Also die Kombi ist total schön. Und dann auch zwischen Outlines hin und her geswitcht. Also das ist wirklich ein richtig schönes Design. Und dazu haben wir ein schlichteres Design. Wer es nicht so gern farbig mag, kann hier gerne mit so Sandtönen auf dunkelblau arbeiten. Dazu
haben wir noch das Design in 2 Farben ausgewählt. Sehr, sehr schick, auch wieder auf dunkelblau mit Rosatönen und auf einem Peachton. Die Farbe ist ja auch gerade Trend, diese Peachtöne. Und dieses Design einmal auf dunkelblau mit wieder so peach abgesetzten Blumen und einmal in rosa. Genau, Pauline hat ja gerade schon erzählt, dass es aus diesem Designbewerb entstanden ist und hier einmal das Design, was wir halt zusätzlich noch ausgesucht haben. Ja. Pauline hat ja das Design, was den Preis auch gewonnen hat und ich finde, die wirken einfach so schon, da braucht es nicht mehr, da braucht man, finde ich, auch gar nicht viel dazu sagen. Nein. Die Qualität ist dann auch, also mit dem Modalanteil ist ja immer sehr trageangenehm, also die fühlt sich auch immer gut an und ja, ist dann schön, dass da einfach auch noch ein paar andere Designs dann dazu ausgesucht worden sind, weil es einfach stimmig. So schön, genau, weil es einfach stimmig ist. Genau. Es ist einfach stimmig und es ist ein wunderschönes Design, das gewonnen hat und da können wir, vielen Dank, dass wir es produzieren dürfen. Ja. Das ist natürlich auch immer eine Ehre, den ersten Platz, Ja, ist ja auch spannend, den Weg dann zu sehen, wie es sich entwickelt und ja, macht schon Spaß. Ja, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. So, weiter geht's. Artikel Cordula. Cordula ist ein Double Face, gibt es in 5 Farbstellungen und zwar die Oberseite, die quasi rechte Seite ist wie so ein Kordsamt. Ich würde mal sagen, ähnlich wie unser Vanya und die Rückseite einmal ein Teddy. Die ersten beiden Farben, also das Altrosa und das Salbei, die sind jeweils Ton in Ton. Also die Teddyfarbe ist exakt dieselbe. Und dann gibt es noch Dunkelblau, einmal mit einem naturfarbenen Teddy als Rückseite, dann einmal das Anthrazit und daneben das Taub. Und die haben auch ebenfalls die naturfarbene Fellabseite. Und man sieht es gleich am nächsten Artikel, das Modell, was wir dann gleich zeigen. Einsatzbereich finde ich ähnlich, also ganz toll für Jacken, für Westen. Ja, für diese Hemdjacken mit den überschnittenen Ärmeln, wo der Ärmel erst halt oberhalb mittig des Oberarms anfängt. Dieses breite, also es ist ja nun mal Trend. Da haben wir nachher noch einen sehr, sehr schönen. Ja. Aber wir machen weiter mit unserem Stepper. Mathilda hat auch eine super schöne Teddy-Abseite, eine Zweifachnaht. Ich finde, das macht es noch so ein bisschen edler, wenn das mit so einer Doppelnaht, diese Ellipsenform gemacht wurde. Und hier haben wir einen sehr schönen Bordeaux-Ton. Khaki, auch Ton in Ton, die Rückseite. Dunkelblau. Und der Klassiker Schwarz. Und da kann man natürlich auch super gut mitspielen, auch ideal für Taschen, nicht nur für Bekleidung, sondern auch wieder für Taschen. Genau, hier sieht man einmal die lange Jacke aus dem Olivton und wie gesagt, der Artikel, den ich da gerade vorgestellt habe, dieser Kordsamt mit der Fellabseite, Einsatzbereich identisch und genau, hier drin ist er jetzt abgefüttert, noch mit einem Kelvin zusätzlich, also mit dem Canvas, genau, Kapuze, da sieht man, dass man wirklich von beiden Seiten nehmen kann und der Stoff letztendlich einfach schon fertig ist. Und, also man muss ihn eigentlich gar nicht abfüttern. Ja, genau. Man kann auch einfach so drauf loslegen. Ja. Genau. So, dann kommen wir zu Artikel Bruno. Bruno ist ein Bouclé mit Karos, gibt es 3 verschiedene und zwar einmal hier in Rot, Dunkelblau und Creme. Dann einmal in dieser blauen Variante und hier einmal in Grün gehalten. Und Pauline zeigt auch hier ein Modell dazu. Ja, gerade noch von gesprochen, von diesen Ärmeln. Das ist halt so eine breite Schulter, die dann abfällt. Also dafür ist auch dieser Artikel super gut geeignet und man sieht ihn überall. Also im Herbst, Winter oder wenn es auch im Sommer kalt wird, sich so eine schöne Jacke zu nähen oder auch so ein Pullover, ein Troja, finde ich auch super daraus. Muss man auch nicht unbedingt abfüttern, weil hier haben wir unser Futterstoff Nessa verwendet. Schöne große Taschen, also das ist immer so diese gemütliche, schöne Einkuschelvariante. Ja, absolut. Ja, finde ich auch total schön, den Trend, dass das alles ein bisschen weiter wird. Mhm. Länger, weiter. Ja.
Ja, eigentlich haben wir jetzt unsere Hausmesser-Highlights gezeigt, aber wir hatten uns da noch was anderes überlegt. Und zwar haben wir 2 Standardartikel aufgefrischt. Wir fangen an mit dem Artikel Bella. In dem Artikel Bella gibt es 4 neue Farben, die in dem Standardbereich jetzt immer erhältlich sind. Hier haben wir ein Salbeiton auf Natur. Das sind ja die ganz feinen Jersey-Streifen. Ein Rauchblau, ein Taupe mit Beige und ein Dunkelrot mit Altrosa. Ich zeige es lieber noch einmal vorne in die Kamera, weil die feinen Streifen, die schwimmen immer so ein bisschen in der Kamera. Hier besser. Hier kann man alle 4 neuen Farben einmal im Überblick sehen. Und ich zeige jetzt noch einmal die komplette Karte. Die können Sie dann natürlich auch bei uns anfordern. Die neuen Farben haben wir einmal mit New markiert und dann haben Sie wieder die komplette Übersicht bei sich im Laden oder für den Online-Shop hier runterladen. Genau. Einfach danach fragen und dann schicken wir Ihnen die Karte zu. So, und der zweite neue Basic-Artikel ist der Artikel Clarissa. Clarissa haben wir ja schon, aber wir sind ja in diesem Jahr damit angefangen und haben unsere Basic-Palette, also Jersey, French Terry, Bündchen und Sweat in den Farben angepasst, einfach auch der Mode angepasst. Und viele haben danach gefragt, das ist dann auch aus so einer ich switch einmal um, aus so einer Freitagsbesprechung entstanden, dass zum Beispiel dieser Naomi Melange, die halt sehr gut bei Ihnen ankommen, dass es da schön wäre, wenn es exakt dieselben Bündchen, Farben und so weiter dazu gibt. Deswegen haben wir dieses Jahr die Heike, Maike, Eike, Vanessa, also Jersey, Bündchen, French Terry und Sweat angepasst. Und da gibt es ja neue Farbkarten. Und das Ganze führen wir jetzt fort mit Artikel Clarissa. Und ich zeige das hier einmal, das sind einmal die ganzen neuen Farben. Und ich zeige jetzt mal die Jerseys dazu. Wenn Sie da jetzt zum Beispiel ich zeige es jetzt hier einmal, da sieht man wirklich, der Clarissa hat die 313, der Jersey die 313 oder darunter 315, 713. Das passt wirklich exakt zueinander. Den Jersey, das Bündchen und so weiter gibt es natürlich in wesentlich mehr Farben, aber die Farben, wenn Sie jetzt in Clarissa die 183 bestellen und bestellen dann das Bündchen oder den Jersey dazu, passt es exakt. Genau, und das gibt es bei Naomi und das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache, kommt auch gut an. Die Umstellung ist natürlich, das muss man natürlich eben einmal alles einpflegen, das ist dann so, aber die Farben, die sind einfach toll und es passt einfach. Ja, einfach Clarissa neu, haben wir genauso gemacht wie bei den Basics. Genau. Also so kann man dann immer die überarbeiteten Artikel auch erkennen. Ja. Und einen Artikel haben wir noch, und zwar den Artikel Nena. Wir sind in der letzten Wintersaison immer wieder nach einem Wollflies gefragt worden, einfach als Alternative zu dem Wollwalk. Der ist noch mal ein bisschen weicher, wie ich finde. Ich finde, er muss auch nicht gefüttert werden. Aber gut, gibt ja beim Wollwalk auch, die einen füttern ihn, die anderen nicht. Aber ich finde, der ist noch mal weicher. Und genau, gibt es in diesen ganzen Farben, wird ab Ende September, Anfang Mitte Oktober dann ausgeliefert. Also September bis Oktober. Und gibt es dann ein paar melierte Töne, aber dann auch dunkelblau, Jeansblau, Salbei und Altrosa dann und Terrakotta, das sind die unmelierten und dann halt die beiden Grautöne, hell und mittelgrau, Khaki, ja, und die beliebten Naturtöne einfach, die halt auch im Wollwalk die beliebtesten Farben einfach sind. Und Einsatzbereich, ob jetzt im Mantel im Erwachsenenbereich oder auch im Kinderbereich, so schöne Jäckchen, aber letztendlich auch diese Overalls sehe ich auch absolut aus diesem Wollflies. Ja, oder diese Hemdjacken, die wir gerade gezeigt haben. Genau. Also ich sehe da auch einen Toya drin, schön dicken, kuscheligen Pullover im Winter. Das ist also ist ja mega. Ja, und ja gut, ich bin jetzt da nicht der empfindlichste, aber er kratzt halt auch überhaupt nicht. Er ist sehr, sehr super kuschelig. Ich durfte ja schon damit ein bisschen arbeiten und da muss ich ehrlich sagen, das ist schon sehr kuschelig. Ist schon sehr kuschelig. Ja, ja, dann war es das auch schon. Vielen Dank. Ich hoffe, Ihnen haben die
Modelle und auch die Stoffe gefallen. Alles ist, wie gesagt, ab dem 16. um 9 Uhr über den Online-Shop bestellbar. Diese ganzen Vororderartikel, ob es jetzt von Anke und so weiter, also von Cherry Picking, die laufen alle bis zum 25. Und Sie sind auch sehr herzlich eingeladen, uns in Norton zu besuchen. Vom 23., also vom Freitag bis zum 25. August. Da können Sie natürlich diese Vororderartikel auch alle nochmal in live sehen und anfassen und auch dort bestellen. Genau, da ist es so, es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Artikel, also von der Lagerware, weil die halt ab dem 16 online ist, um es gerecht für alle zu halten, dass wirklich da alle den Zugriff haben und die dann schon online bestellt haben, können natürlich trotzdem zur Hausmesse kommen, ist auch klar, also ist jeder herzlich willkommen. Egal wie. Genau. Ob der Besuch im Online-Shop, der Besuch vor Ort, wir freuen uns über jeden Besuch und sind schon sehr aufgeregt und freuen uns sehr. Ist so, genau. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt und wenn Fragen, Wünsche sind, immer gerne melden. Ja. Vielen Dank. Wir freuen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss.